Wir sind auf dem Mars gelandet. Achtung! Schon wieder, ja. Wir wollen es ja gar nicht. So, wie es ausschaut. Werden wir entführt von der Soldaten? Ja, wir werden entführt von der Polizei. Also nachdem der Officer vorhin gesagt hat, es wären nur 5, höchstens 10 Kilometer. Ich habe nachgeguckt, das ist Schwachsinn. Es sind mindestens 12, jetzt immer noch. Wir haben gerade 6 gemacht. Hat er wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen bekommen und schnell so einen Laster hierher geschickt, der uns mal schnell bis ins nächste Dorf fährt. Und er wollte uns jetzt auch nicht da schlafen lassen. Er war ja ganz nett und ja, okay, von mir aus. Okay, come take here. Okay. Okay. Yes. Ja, okay. Soll ich runtergehen? Ja, zeig ihm mal, wo er anfassen kann. This place very security. Okay. Okay. Perfekt. Okay. Schon. Also, wir haben es geschafft. Wir haben sogar einen kleinen Tisch heute. Ja. Oh. Die haben uns mit ihrem Auto da entführt kurz. Dann hierher geschafft und ja, es hat funktioniert. Da drüben ist der Berg. Und hier links kann ich meinen Sonnenaufgang sehen. Genau hier, genau da in dieser Schneise. Und gleich da drüben ist der Berg. Es ist wieder wolkenverhangen. Morgen soll die Wolken weg sein. Das wird super. Das wird eine tolle Etappe. Ja, jetzt gibt es aber gutes Essen. Wir haben jetzt unsere Reste aufgegessen. Und morgen wieder auf dem Markt einkaufen. Wir gehen jetzt gerade vom Zelt. Darüber ist ungefähr 7:30 Uhr oder so. Sonnenaufgang angucken in der Wüste. Ah, super. Genau deswegen habe ich gestern hier diesen Platz rausgesucht. In dem Olivenhain, wo sie uns hingeschickt haben. Die wollten ja erst, dass ich hinterm Haus zelte, weil es mir noch mehr safe ist, aber ich sag so ein Quatsch. Ich will meinen Sonnenaufgang sehen und vor allem den Berg. So. Und da ist der Sonnenaufgang, der kommt jetzt dann in 10 Minuten, kommt über den Horizont. Und da drüben, hoffentlich sieht man es, ist der Berg. Das sind diese 2300 Meter, die wir gefahren werden. Also der Berg ist wahrscheinlich noch höher, aber der Pass. Und er ist fast wolkenfrei. Super geil. Weiter geht's. Super Berg hier. Also vor uns liegt jetzt Audapel Hash, 43 noch. Und danach kommt Misur. Und wir würden eigentlich hier rechts parallel aus diesem Nationalpark dann in den Hohen Atlas fahren und dann darunter. Aber wie man sieht, liegt da ordentlich Schnee. Und gestern hat es da oben auch bestimmt geschneit oder geschüttet. So wie das aussah. Passt schon. Mittagspause. Hops mit Öl, Olivenöl. Und eine super Aussicht. Ja. Und Oliven.
Und hinterm nächsten Busch verstecken sich schon wieder die Polizisten. Hm? Da drüben sind die Bullen. Die warten erst, bis wir Mittag gegessen haben. Mhm. Mhm. Außerdem sind sie gerade ein Stückchen weiter rechts gefahren, weil sie uns nicht sehen können. Da ist so ein Busch wie hier auf der anderen Seite und da waren sie dahinter. Jetzt sind sie ein Stück rausrangiert, dass sie uns sehen, dass wir nicht verschwinden. Alles zu unserer Sicherheit. Aber wir sind in den Autos einkaufen, Zelt aufstellen, endlich regnet und strömen. Zu schauen, dass wir das noch schaffen vorher. Heute haben wir es mal ein bisschen anders gemacht. Bevor wir das Zelt aufstellen, haben wir die Polizei einfach angesprochen und haben sie gefragt, so Leute, Camping, wie schaut's aus hier? Sie sagt gleich, nein, Camping gibt's hier nicht. Aber man muss dazu sagen, Camping ist in Marokko was anderes. Also wenn man von Camping spricht, dann meinen die Campingplatz. Also mit allen Vorzügen eines Campingplatzes gibt es selbstverständlich hier nicht. Aber wenn man erklärt, dass man in einem Zelt schläft, ist es gleich was ganz anderes. Und jetzt haben sie gesagt, sie karren uns zu einem Hotel. Wir haben auch gesagt, wir zahlen nichts. Wir schlafen immer draußen und wir schlafen auch kein Problem neben dem Hotel im Zelt. Zuerst wollten sie uns nämlich überreden, noch 40 Kilometer weiter zu fahren, ist ja kein Problem und sie fahren nebenher und was weiß ich was mit dem Gegenwind noch bis Misu. Nee, danke. Das machen wir schön morgen. Jetzt haben wir hübsch eingekauft, schön wieder Brot und Gemüse und dies und jenes und jetzt schauen wir mal, wo die uns hinfahren. Da ist es wohl. Ja, das ist anscheinend unser Hotelzimmer für heute Nacht. Also ich glaube das nicht, die Leute sind alle so freundlich überall und wir haben ja auch gesagt, das ist ja kein Problem, wir können ja auch neben dem Hotel oder so wie die letzten Tage eigentlich immer, die haben nicht Stress gemacht, daneben zu schlafen. Vielleicht ist er ein bisschen vorsichtiger. Auf jeden Fall haben wir eine Nasszelle. Boah, krass, ein richtiges Klo, guck mal. Ja. Da ist nicht nur ein Loch im Boden. So, weil wir das Zelt heute Morgen nass einpacken mussten, haben wir das einfach lassen. Das Zelt trocknet jetzt ein bisschen. Wir müssen noch mal schnell in die Stadt und ein bisschen Reis kaufen. Das haben wir vorhin vergessen. Und dann freuen wir uns auch schon auf ein kuscheliges Bett heute. Sandsturm. Draußen haut alles umeinander. Deswegen warten wir erstmal noch ein bisschen mit dem Aufstehen. Ja, sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser. 20 Minuten später. Es ist noch viel schlimmer geworden. Die ganze Nacht über hat schon gestürmt. Ich glaube, uns haut es heute ein bisschen vom Rad. Wir haben gar keine Taucherbrille. Ich habe keine Taucherbrille, ja. 2 Stunden später. So, hier waren unsere Räder sicher vor dem übelsten Sandsturm. Sind sogar ziemlich sandig. Ja, das macht die Brille. Jetzt geht raus und dann fahren wir weiter in die Wüste. Bis länger. Oh, ist das warm! Das sind ja, also da drin hatte es 17 Grad, aber hier draußen ist mit Sicherheit 20. Das ist ja Bombe. Man sieht hier noch ein bisschen den Staub in der Luft von dem krassen Sandsturm heute Morgen. Ich glaube, für die Leute ist es völlig normal gewesen, aber für uns ist das nicht normal. Schon sehr sandig. Man hat es richtig gehört, wie der Sand gegen die Wand prescht und so kleine Partikel überall ins Fenster krachen und so. Richtig cool. Wir dachten zuerst, wir müssen noch einen Tag hier bleiben, aber ist nicht so. Es hat aufgehört und jetzt geht's los. Jetzt haben wir, jetzt ist 20 nach 12. Ab in die Wüste. Da drüben ist wieder ein Sandsturm und ich hoffe, dass der nicht hierher kommt, aber der Wind sagt, er kommt hierher und ich glaube, er kommt sogar dann schneller näher. Wenn er das tut, dann glaube ich, ist das Beste mit dem Poncho einfach auf den Boden setzen. Warten, bis es vorbei ist. Ja, sonst war nicht im Sandsturm, das ist blöd. Ja, kannst ja mal ohne probieren.
Ich weiß noch nicht, wie schnell der kommt. Ich glaube, der kommt schnell. Der ist. Das Auto da vorne ist schon drin. Ich glaube, ich halte mal an. Ja, wir sollen es auch mal anhalten. Also fahren, das wird nicht schlimmer! Das wird schlimmer als in Holland! Sagst du! 70 km/h Böen, irre. Boah, da haut sie fast von der Straße. Fahren ist unmöglich. Ja, wir machen jetzt Pause. Es hat auch keinen Sinn, so weiter zu schieben. Es ist ein Wind, ist abartig. Da ist Holland dreckig. Ja, super Wind. Unsere Fahrräder immer noch halten irgendwie. Schauen, wie lange das so gut geht. Ja, und das muss ich tragen wegen dem Sand in der Luft. Man kann nicht reden und nicht sehen. So. Ja, jetzt geht's erstmal essen. Der Sandsturm wurde immer heftiger und der Gegenwind immer stärker. Weiterfahren konnten wir so nicht mehr. Deshalb wollten wir an einer windgeschützten Stelle unser Zelt aufstellen. Uns gefiel dieses Plätzchen eigentlich sehr gut. Die örtliche Polizei war davon allerdings nicht so begeistert. Sie organisierte einen Lieferwagen für uns, der uns in den nächsten größeren Ort brachte. Schon wieder, ja. Wir wollen es ja gar nicht. Do you want hotel? No hotel. No. No. Guten Morgen! Heute hatten wir einen ganz besonderen Übernachtungsplatz. Und zwar sind wir heute auf einem Dach in Missouri. Mhm. Und das ist unser Ausblick. Mhm. Das ist richtig cool. Wir haben es jetzt ungefähr 7:30 in der Früh. Haben gestern einen Marokkaner gefragt, der an uns vorbeigeradelt ist, wo man denn hier am besten sein Zelt aufstellen kann. Und dann hat er uns direkt hier mitgenommen. Das ist sein Haus. Gesagt, hier oben können wir schlafen. War natürlich dann auch kurze Zeit später wieder die Polizei da. Die hat dann wieder Passport und alles Mögliche und nur für unsere Sicherheit. Und jetzt wollten sie, dass wir mit ihnen frühstücken. Also um 8 Uhr sind wir verabredet. Da essen wir dann mit der ganzen Familie. Frühstück, Frühstück. Unglaublich nette Familie. Das ist wie gestern alles irgendwie so zufällig entstanden. Wir fahren eine Straße lang, suchen wieder mal einen Campingplatz. Und dann hält ein 50-Jähriger ungefähr an. Meinst du, was wir suchen? Und ob wir mitkommen wollen.
Ja, hier gibt's Kamele. Die Dromedare. Meinst du hingehen? Ja. Super hier. Nichts los, den ganzen Tag schon. Tolle Straße. Wir können sogar abwechslungshalber mal nebeneinander fahren. Das ist echt cool. Die Sonne scheint, ist schön warm. Es sind jetzt 20 Grad. Wir sind so da unten am Fahrrad, im Schatten. Also ich glaube in der Sonne ist es sogar noch ein bisschen wärmer. Ist richtig angenehm auf den Armen. Wir haben gerade Dromedare gesehen. Cooles Zeug. Wir haben jetzt ungefähr 70 schon. Müssen wir los und wollen nach mit dem Couchsurfer. Wir haben jetzt entschieden, dass wir das doch an einem Tag fahren. Wir haben zwar eine Einladung gekriegt zwischendrin, aber jetzt sind es noch ungefähr 25 Kilometer. Ja, ist schon mächtig, macht schon Spaß. So schaut's aus. Wir sind jetzt auf 1340 und sind ungefähr auf 950 oder so gestartet heute. Das klappt echt ganz gut. 1390 Meter steil. Die Sonne sinkt. Wir müssen ungefähr auf 1550 hoch. Ja, es läuft. 1437. Noch 20 Kilometer bis zu eben. 1470. Richtig krass. Jeder Meter 1500. Ja, Moment. Richtig krass. So, jetzt noch 15 Kilometer zu dem Typ und da vorne geht's 7 bergab, zum Glück. Die letzten 4 Meter. Wir sind da. Nicht zu fassen. Da steht ein Bild. Er hat es geschafft. Oh mein Gott, mir fallen die Füße ab. Ja, das ist schon krass. Da geht's jetzt bergab. Ungefähr 15 Kilometer bis zum Haus. Das ist erstmal eine Banane. Schöne Weihnachtsbeleuchtung. Ah, eine Hochzeit. Ja, hier ist irgendwie ein Fest oder so in der ganzen Stadt, oder glaube ich. Es leuchtet und so. Das sieht ganz lustig aus.
Also ich glaube, einen schöneren 30er kann man sich gar nicht wünschen. Da waren wir vorhin. Also eigentlich waren wir ganz da oben hinten, da irgendwo hinter dem ganzen Berg. Also das ist hier eine Kasbah. Also das hier ist der Eingang zur Moschee. Und noch relativ gut erhalten. Wie gesagt, das ist über 200 Jahre alt. Here is Mars Party. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.